Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute zeige ich euch, wie ihr selber eingelegte Tomaten machen könnt. Das ist so lecker und die Tomaten bekommen durch die Fermentation eine super Säure, einfach nur köstlich. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Unreife Tomaten, die habe ich im Mixmarkt gekauft. Dann habe ich hier noch getrockneten Dill. Das habe ich von meiner Mama bekommen, als ich in Moldawien war. Dann haben wir frischen Dill, Knoblauchzehe, Salz. Wir brauchen noch Pfefferkörner und Lorbeerblätter. Und was nicht fehlen darf, das ist auch noch grünen Sellerie. Ich schnappe mir jetzt die Schere und dann gehe ich jetzt in den Garten und hole auch frisches Sellerie noch dazu. Und davon brauchen wir ein paar Stückchen. So, da bin ich wieder mit dem frischen Sellerie. Dann haben wir jetzt alles zusammen, was wir brauchen, und wir legen jetzt los. Als erstes werde ich das Grüne von den Tomaten entfernen und die Tomaten gut waschen. Die Tomaten sind jetzt soweit fertig. Ich werde nun den grünen Sellerie und den Dill dann noch waschen. In der Zeit, wo die Tomaten, der Dill und der Sellerie abtropfen, werde ich mich um den Knoblauch kümmern. Es wird erstmal geschält und dann in Scheiben geschnitten. Die Sache mit dem Knoblauch haben wir auch erledigt. Und für die eingelegten Tomaten braucht man einen Behälter. Ich habe hier einen 3 Liter Behälter und nun werde ich Gewürze und Kräuter ins Glas geben. Als erstes gebe ich den trockenen Dill rein. Dann 2-3 Zweige von dem frischen Dill, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und ein paar Knoblauchstücke. Und der frische Sellerie darf auch nicht fehlen. Nun die Tomaten dicht in den Behälter schichten. Ich nehme ganz unten die grünen Tomaten, weil die ein bisschen länger brauchen für die Fermentierung. Deswegen die ganz roten Tomaten kommen bei mir immer oben, weil die sind als erstes dann fertig. Und dann kann man erstmal die roten Tomaten essen und dann auch die grünen. Wenn eure Behälter zu kleine Öffnung hat, dann einfach, man kann die Tomaten auch halbieren oder vierteln. So, dann schichten wir jetzt. Zwischendurch von dem Kräuter und Gewürzen noch was reingeben. Ja, ein paar Körner, Lorbeerblatt, ein bisschen Sellerie, Dill, und schichten wir weiter. Es ist wichtig, oben ein bisschen Platz zu lassen für die restlichen Kräuter und Gewürze.
So sieht es aus. Nun werden wir Salzlaken herstellen. Wir bringen 1,5 Liter Wasser zum Kochen. Das Salz muss sich auflösen. Wir lassen die Salzlake etwas abkühlen, bis sie lauwarm wird. Und nun werden wir unsere Salzlake über die Tomaten gießen, bis sie komplett bedeckt sind. Falls nötig, könnt ihr ein kleines Gewicht drauflegen, sodass die Tomaten die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Ich brauche das nicht, weil in dem Glas sind Tomaten fest. Wenn ihr einen großen Topf habt oder einen großen Behälter, einfach einen Teller drauf, Gewicht und dann mit Deckel verschließen, aber nicht luftdicht, ganz locker zu machen. Das Glas kommt dann an einen warmen und dunklen Ort für etwa 5 bis 7 Tage. In dieser Zeit bilden sich Milchsäurebakterien, die für die Fermentation und für den besonderen Geschmack sorgen. Nach diesen 7 Tagen kommt das Glas dann im Kühlschrank und für weitere 7 Tage. In dieser Zeit dann ziehen die Tomaten noch mehr Aromen und noch mehr Geschmack und dann nach 2 Wochen sind die perfekt zum Verzehren. Die sind perfekt als Beilage zu deftigen Gerichten oder als Snack. Und genau nach diesem Rezept kann man auch die Feldgurken einlegen, Weißkohl oder sogar Wassermelone. Ihr Lieben, wenn ihr dann merkt, dass das Wasser milchig wird, ganz normal bei der Fermentation. Auch oben drauf können sich weiße Schichten bilden oder Schaum. Einfach mit dem Löffel abschöpfen und dann die eingelegten Tomaten weiter genießen. So, ich hoffe, ich habe an Tipps alles hier mit euch geteilt. Wenn nicht, dann, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir in den Kommentaren. Schreibt mir auch in den Kommentaren, ob euch das Rezept gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich zeige euch gleich, wie die Tomaten nach 2 Wochen aussehen und wie die schmecken. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, macht es nach und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!